Hi und herzlich willkommen bei Material Monday. Heute geht es um Materialien und ihre Bedeutungen. Mein Name ist Jessica Bulling und ich wünsche euch viel Spaß. In den 1970er und 1980er Jahren verlagerte sich in der Designwissenschaft der Diskurs weg von einer rein funktionalen Betrachtung von Produkten hin zur Betrachtung von Bedeutung und Semantik von Produkten. Wirkt ein Material natürlich, kühl, elegant oder patinös auf uns, beschreibt dies die semantische Wirkung. Die semantische Wirkung meint also die durch das Material ausgelösten Assoziationen. Ja, und wie werden diese Assoziationen ausgelöst? Natürlich durch die sinnliche Wahrnehmung. Ein Material kann etwa künstlich aussehen, es kann sich künstlich anfühlen und es kann sich künstlich anhören. Es kann aber auch künstlich riechen. Und nun schauen wir uns zwei spannende Materialien und ihre Bedeutung an. Schauen wir uns zunächst einmal Leder an. Leder fungiert als vielseitiger Bedeutungsträger. Je nach Kontext kann Leder für Macht, Status, Tradition, aber auch Verführung stehen. Eines meiner Lieblingsbeispiele für die Bedeutung von Leder ist die Lederhose. Die wenigsten tragen doch, würde ich jetzt mal behaupten, die Lederhose aus funktionalen Gründen, weil sie so robust und langlebig ist. Nein, die meisten Menschen tragen doch die Lederhose, weil sie zu einer gewissen Gesellschaft dazugehören wollen. Aus Brauchtumsgründen, weil man ebenso aufs Oktoberfest geht. Leder ist ein Statussymbol. Kauft etwa jemand ein Fahrzeug, dann kann es schon mal vorkommen, dass diese Person sagt, hey, schau mal, ich habe mir eine Lederausstattung gegönnt. Kein Mensch sagt, hey, guck mal, ich habe mir eine Textilausstattung gegönnt. Darüber hinaus verfügt Leder über eine sexuelle Konnotation. Mick Farren schreibt in seinem Buch über die schwarze Lederjacke, dass wir doch alle wissen, dass Leder sexy sei. Insbesondere im Fetischismus wird glattes, glänzendes und schwarzes Leder eingesetzt. Die Literaturrecherche zeigt, dass Leder auch für eine brutale Männlichkeit stehen kann und gleichzeitig als Substitut für Frauenhaut und die menschliche Berührung fungieren kann. Im Ersten Weltkrieg wurde die Lederjacke mit dem typischen Lammfellkragen von den Piloten getragen und war ein Zeichen von Heldentum. Im Zweiten Weltkrieg avancierte der Ledermantel zum Zeichen für Macht und als Symbol der Nazis. In den 1950er und 60er Jahren war die Lederjacke ein Zeichen von Rebellion gegen die standardisierte Kleidung und die biedere Gesellschaft. Nicht nur Leder an sich fungiert als Statussymbol, auch mit dem Ledergeruch werden Begriffe wie luxuriös oder wertvoll assoziiert. So verwenden wir etwa den Lederduft zur Beschreibung eines Whiskys oder den Duft eines Parfums. An dieser Stelle sei gesagt, dass es den typischen Ledergeruch gar nicht gibt. Der Ledergeruch ist abhängig von der Gerbart und dem Einsatz der Färbemittel. Das heißt, ein pflanzlich gegerbtes Leder wird immer anders riechen als ein chromgegerbtes. Im Zuge der Industrialisierung wurden synthetische Kunststoffe entwickelt. Zum ersten Mal war es möglich, Luxusgüter wie Elfenbein, Horn oder Kristallgläser erschwinglich zu produzieren. Man muss dazu erwähnen, dass der Kunststoff zunächst ein richtiger Flop war und als Billigprodukt für die untere Gesellschaftsschicht angesehen wurde. Erst in den 1960er Jahren wurde Kunststoff hip. Es galt als sauber, zeitgemäß und modern und wurde in vielen auffälligen Farben eingesetzt. Zwar ist Kunststoff ein nach wie vor sehr beliebtes und gern eingesetztes Material, seit den 1980er Jahren erfährt es aber eine negative Bewertung aufgrund seiner negativen Umweltauswirkungen. Ja, und dann habe ich noch zwei tolle Beispiele, die sowohl auf den Kunststoff als auch auf Leder zutreffen. Alcantara ist ein vielseitig eingesetztes Material, man kennt es vor allen Dingen von Fahrzeugen. Es handelt sich dabei um ein Kunstleder. Es ist kein Leder, es ist ein Kunstleder, das es geschafft hat, durch Marketing ein beliebtes Material zu werden. Ein weiteres spannendes Produkt finde ich die Handtaschen von Louis Vuitton. Louis Vuitton hat es geschafft, einen beschichteten Canvas, also eine beschichtete Baumwolle, für sehr, sehr, sehr viel Geld zu verkaufen. Das heißt, wir haben hier ein Kunstleder, da wird einfach ein Canvas beschichtet mit einem Kunststoff und dann kommt dieses typische LV-Logo drauf, dieses ikonische Muster und tada, haben wir ein super teures Material, das qualitativ einfach ein normales Kunstleder ist. Ich
Ich hoffe, die Beispiele haben gezeigt, wie wichtig die Bedeutung von Produkten und Materialien ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Designschaffende die Bedeutung von Materialien und Produkten kennen müssen und verstehen müssen, um sie gezielt auswählen und einsetzen zu können. Ich hoffe, ihr seid inspiriert, informiert und freue mich auf nächste Woche bei Material Monday mit mir, Jessica Bulling. Danke und tschüss.